was anderes. Ja. Das macht Spaß. Ja, ist am Leben. Bitte? Er ist am Leben. Die Veränderung zum letzten Mal, die ist so gravierend. Was wäre, wenn 6 Kilo mehr Muskeln, wenn es im Schwergewicht keine schlechte Figur macht? Das ist ja überkrank. Was spricht denn da dagegen? Mach's doch. Wird vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein Schock sein. Ich wechsle ins Schwergewicht. Oh, ich hab's gewusst. Hoch mit, noch einer. Schwung, 7, einer, letzter. 8, komm, bei. Gucken wir durch. Alter. Jetzt geht's zum Olympia. Mahlzeit. Servus. Was? 115 8. Gleich geblieben. Ich glaube gleich oder 200 mehr. Das ist schon mal gut. 400 mehr. Wie lange hast du gestern am Abend nichts gegessen? Da müssen wir jetzt die nächsten Tage wirklich aufpassen, dass du nie mehr so als 2 Stunden Essenspause hast, gell? Markus, wie lange waren das? 2 Stunden nicht mal? Das über J-Run? Ja, um 17:30 Uhr habe ich gegessen. Wir sind 17, Ja, 2,5 45 Stunden. Okay, das ist okay. Ja. Weil das ist jetzt wichtig. Jetzt muss ich halt eine Entscheidung für heute treffen. Ja, schau her. Das Gewicht soll auf keinen Fall mehr weiterfallen. Das ist gut so, wie es jetzt ist. Wir fangen aber auch morgen zum Laden an. Der Körper reagiert besser, wenn er leerer ist auf das Laden. Das funktioniert auch besser. Man hat das wunderbar gesehen, wie toll das eigentlich war dann für Deutschland. Weil da haben wir vorher schon geschaut, dass es ein bisschen leerer ist. Wobei wir in Italien, das war der größte Unterschied, auf das Volle raufgeladen haben. Also da ist er nie wirklich leer geworden, gell? Das heißt, wir haben heute ein bisschen so einen Brückentag, wo man nicht unbedingt weiß, was jetzt auf morgen passiert, weil wir einfach schauen wollen, dass der Körper jetzt heute nicht zu viel Kalorien kriegt, ja, weil das Laden dann ein bisschen kontraproduktiv wird. Aber andererseits will ich auch nicht, dass das Gewicht wirklich abfällt. Das ist so jetzt mein Gedankengang. Aber die Haut ist schon schön tight. Die Haut ist echt tight. Ja, man sieht es beim Gehen auch. Hier am Bauch und so seht ihr. Das ist Serratus. Erstmal, ich bin wieder nackt. Guten Morgen. Deswegen. Er wird nicht so einen Winkel haben auf seinem Winkel. Ja. Viel siehst du da eh nicht. Also wie Rootboy. Ich gehe bei Rootboy vorbei und er so, pass auf, ich catch jetzt deine Eier, was, wenn man Rootboy kennt, wirklich angstmachend ist. Aber ich war auf Nummer sicher und habe gesagt, meine sind so klein, die kriegst du eh nicht. Was ich geschlafen habe, habe ich gut geschlafen. Du hast genau geschlafen wie Baby, als ich da war. Boah, die haben mich gestern wirklich, ich war komplett im Film. Auf einmal steht sie mit dem Handy in meinem Zimmer und lacht und der Matze mit dem Scheinwerfer in meinem Zimmer und lacht. Und ich habe nicht gewusst, welcher Tag ist, wo bin ich, was ist gerade passiert, ist das ein Überfall, muss ich schießen? Nee, du hast so gemacht. Fragen, hast du überhaupt mitbekommen, dass Bilder von dir gemacht wurden? Nee. Du hast so gemacht. Wie viel Uhr? 19:36 Uhr. Fuck. 2 Stunden. Handy. Laptop. Ja, das hat mich voll aus dem Leben geschossen. Das muss heute ein bisschen liquidiert werden, der ganze Verdauungstrakt und so, weißt du, wie ich meine? Dass wir für morgen bereit sind. Oh, super. Okay, der ist schön detailliert. Von die Seite so. Ja, das schaut eigentlich komplett Bombe aus. Ja, ist geil. Ja, schaut wirklich Bombe aus. Es schaut wirklich gut aus heute. Aber das ist genau das, was wir haben wollten. Gestern Abend habe ich Stefan noch ein bisschen voll geheult, so, weil wir haben schon so the lowest way in
also Tiefsgewicht auf Deutsch. Form ist natürlich super geil, was die Härte angeht. Aber wir sind ja jetzt im Bodybuilding, im Schwergewicht und wir werden schon mit der Härte punkten, aber wir müssen eine gute Balance finden, was das Schöne auch ist. Ich finde sogar, dass beim Urs es noch wichtiger ist als bei vielen anderen, weil er braucht diese Rundheit, damit er als Körper dort oben funktioniert. Es muss dieses Line-Up, was ja echt seine stärkste Pose ist, Frontline-Up ist seine stärkste Pose und da muss rund sein, weil das halt die Fehler der anderen exposed. Ja. Wenn er nicht so rund ist, wie wir es brauchen und wie wir es jetzt auch eigentlich immer gehabt haben, dann geht ihm dieses, hey, der andere neben mir schaut schlechter aus, dieser Effekt. Und deswegen fand ich Italien eigentlich optimal so. Das war richtig geil. Also das war wirklich volle Hütte. Und das steht mir aber auch. Das hat der Steve hat das auch gesagt, so du bist ein Typ. Jay hat es gestern auch gesagt im Podcast. So seine geilsten Looks waren, wenn der Blasting full war. Und vor allem wird der Gameplan in 2-3 Jahren dann anders aussehen, wenn wir da ganz vorne mitmischen und ich dann halt das Level an Muskulatur auch so habe, dass man jetzt sagen kann, ey, du kannst jetzt vielleicht 80% vollkommen und es sieht trotzdem nach viel aus, aber jetzt müssen wir halt die Illusion erzeugen, dass ich, wie gesagt, sehr rund bin, weil Linie, Härte, wir gucken immer so, welche Boxes können wir ticken, um halt möglichst das auszugleichen, was ich nicht habe. Und das ist halt jetzt im Moment noch fehlende Muskelmasse. Aber das ist das Schöne, also die kann man aufbauen. Das hat Jay uns ja gestern Abend auch gesagt. Und sonst bringe ich alle Attribute mit. Dementsprechend wird es auch geil. Und ich bin übermotiviert, was jetzt auch die Off-Season dann angeht. Weil ich will hier muss es genau so bleiben und da muss es überall mehr werden. Und dann wird es richtig pervers. Aber die Mitte ist jetzt richtig geil. Ja, also Gameplan steht. Und ansonsten steht heute Physio, aber nicht viel andere Aktivitäten, was jetzt irgendwie einen Halbmarathon oder so angeht. Aber ja. Wann gehen wir denn eigentlich auf den Strip? Wir wollten gestern irgendwie, und dann haben wir gesagt, also wir wollten zur Prediction gestern drehen, Alicia war dabei und dann irgendwie Hoffmann, ich auch, wir können nicht mehr. Das war gestern einfach wie Stecker gezogen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich habe mich seit Monaten nicht gesehen oder gesprochen. Ich möchte wissen, wie es dir geht. Ich sag's dir, der Bär in seinem natürlichen Habitat. Genau so, stabile Seitenlage auf der Couch. Auf unserem, ja, doch sehr kleinem TV an der Wand. Man gewöhnt sich schnell dran, oder? Ja, schon. Ich muss hier aufs Handy gucken. Ja. Auf jeden Fall Undercover. Extrem geile Serie, von mir 10 von 10. Kann ich jedem nur empfehlen. War auch eine Serienempfehlung von euch tatsächlich in einem der letzten Videos, wo ich gefragt hatte. Und ich habe gut und gern mal in den letzten 2 Tagen 10 Folgen geguckt. Und ansonsten, ich habe es heute Morgen gehört, gestern gab es mehr Kohlenhydrate, heute aber wieder den Baseline-Plan. Und dann sollte morgen der Kadaver auch gut leer sein. Wie ist dein Peak-Week-Protokoll eigentlich? Gut. Sehr gut. Ich mache jeden Morgen Cardio. Gestern 10.000 Schritte gemacht. Meine App ist schon eskaliert. Die dachte, was geht jetzt ab? Warnsignale rausgeschickt. Hör bloß auf zu laufen. Das ist Sonntag, was jetzt? dein Jahresvorrat. Ja. Ja, wir sind alle ein bisschen im Fitnessfieber. Alice gibt Gas, gut, das macht die immer, aber Stefan gibt auch Gas. Stefan ist sub 100 Kilo. Ich gebe nur Gas, weil ich mir ein viel zu enges Kleid gekauft habe. Deswegen jetzt 1 Kilo noch runter, muss oder 2. Das ist so der Klassiker bei den Frauen. Warum kauft ihr euch nicht einfach ein größeres Kleid? Weil es das nicht größer gab. Und dann dachte ich, bevor ich das jetzt zurückschicke, nehme ich das. Und dann, ja, so 1-2 Kilo. Also jetzt noch so 1,1. Also wird schön entwässert. Donnerstagabend und dann sitzt es. Und dann startet die Off-Season am Montag. Bei mir? Nö, ich bleibe auf Prep. 24/7. Alice ist locked in. Was ist das finale Ziel? Unser Urlaub. Nee, jetzt habe ich mir neue
neue Klamotten gekauft, sonst passen die ja wieder nicht. Also muss ich jetzt immer, Ich liebe diese Frauenlogik. immer pickig machen. Auf eine letzte gute Brust, Trizep und ein bisschen Schultereinheit. Und es gibt natürlich, wie auch gestern, so auch heute, Crank Olympia ins System. Wenn das Video draußen ist, kann sein, der Booster ist sogar schon ausverkauft. Wenn nicht, habt ihr noch Glück und solltet auf jeden Fall bei ESN vorbeischauen und euch eins dieser Limited Editions sichern. Jedes Jahr natürlich eine Schippe krasser, die Formel. Und jedes Jahr nochmal ein anderes Design. Dementsprechend, ja, auch als Sammlerkollektion ganz cool. Steht bei mir auch im Gym. Und ich sammle die Dosen dann selbst. Das ist immer richtig geil. Schön blutig, feurig und Zündung. So sieht das Ganze aus. Und wir gehen jetzt ab ins Studio und geben Gas. Hier. Thank you. Can I grab energy? Haben Sie die Gorilla mal? Malice ist immer die Regel. Ich muss erstmal immer einen Schluck muss ich wegtrinken, dass auch jegliche Bakterie. Ja, voll eklig. Aber der ist wirklich gut. Also der Geschmack ist brutal. Ich prefer lieber den Crank Olympia. Mein Way. Wie, was ist zurück? Ah ja? Jürgen, guckt euch den an. Prost, Digga. Wie geht's dir? Gut, besser als letztes Jahr. Oh, stary. Wie geht's dir? Ja gut, alles klar. Jak leci? Dobrze. Dobrze leci. Wszystko dobrze. Kręci się. Ja, Idzie do przodu. alles. Ja, Na vorne. ja. Ja. Ready for it, brother. How are you, bro? Congrats, man. Thank you, appreciate it. You relax. So good work. Get a bit. So, ich muss auch wieder pissen. David, du kennst es bestimmt hier. Der Reaction Boss, auch mal auf meinem Kanal. Oder ist das nicht mehr gestattet jetzt, weil du... Was? Er ist jetzt was Besseres. Ja, du hast ja hier gerade... Also, du hast ja gerade den Erfolg des Guck mal hier, Jahrhunderts. wo gerade die Größendiskussion läuft. Ne? Guck mal, wie... Schon diese Größe. Was bist du eingemessen? 6'1". 6'1", ja, ich bin 5'11 and a quarter. 5'11". Und das war ich immer. David, du schummelst mit den Haaren. Ja. Nein, die sind sehr hart. Ja. Also tatsächlich. Was wolltest du Holst du einen sagen? Millimeter raus. Nee, ich find's geil, dein Erfolg auf, ja, auf danke. Social Media. Ist richtig cool. Macht aber auch einen guten Job, deswegen schaut da vorbei. Ja, es geht so, ey. Unser letztes Video, da haben wir beide ein bisschen versagt. Ja gut, da war deine Recherche nicht gut genug. Ich meine, ich als Jungspund, ich kann mich ja immer noch irgendwo rausreden, Ja, aber voll schuftig, weil Josef du bist seit Kollmus... 30 Jahren in dem Game und Josef Kollmus wohnt wahrscheinlich bei dir ums Eck. Nee, der ist leider verstorben, aber ich habe Ja, oder ehemalig vor halt. ein paar Wochen habe ich noch ein Video über den gemacht, oder ein paar Monaten, aber habe es dann tatsächlich vergessen. Ne? Ja, Und Hubert Metz haben wir vergessen. direkt meinen Shitstorm habe ich auch gesehen, aber... Ja, zu Recht. Aber Jetlag und so. Ja, das vergessen die Leute ganz oft. Ja, ich war fertig, als wir Ja, durch ich waren. hab's an deinen Augen auch gesehen, du warst... Ja, aber wir legen uns hier ins Zeug. Ich habe gerade schon gesagt, bevor wir los sind, Markus ist offiziell am MacBook eingeschlafen. Ja. Alicia hat ein Bild gemacht, das ist so geil. So, Markus. So stellst du dir also das Arbeiten vor, dass du einschläfst einfach. Jetzt ist ja eigentlich so Schlafenszeit in Deutschland Genau. und dann macht es immer so einen kleinen Dip. Aber weißt du, mit was man dagegen steuern kann? Mit was? Mit Training. Mit zwei Sachen. Crank. Entweder mit einem Flexpresso, wo Koffein enthalten ist, oder mit dem Crank Olympia 3.0. Weißt du? So Ist ja wieder so, ergänzt dass sich du das. niesen musst? Ja, Mit Pfeffer? klar, muss sein. Und es kribbelt auch schon, deswegen. Was geht's hier? Kevin Leroney läuft in der Glotze. Also, besser kann es nicht mehr werden.
Leg mal los. Also wir bleiben übungsauswahltechnisch bei dem, was wir immer gemacht haben. Die ganze Vorbereitung über, so gut wie es geht natürlich. Es muss jetzt nicht 1:1 das gleiche Gerät sein, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt komplett neue Bewegungen reinbringen. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, als würde ich, weiß nicht, als 100 Meter Hürdenläufer auf einmal 400 Meter oder 600 Meter vor dem Wettkampf machen. Dann kriegt der Muskel einen neuen Reiz und wir wollen ja jetzt gerade eher versuchen, starke Reize zu eliminieren und halt keine Inflammation, also eine Entzündung im Muskel auszulösen, um halt eben ja nicht Wasser zu speichern, sondern eher das Wasser loszuwerden, den Muskel aber durchzupumpen, den Muskel zu erhalten und ja, den auf jeden Fall zu durchbluten und mit Nährstoffen zu versorgen. Dementsprechend ja, nichts Übertriebenes, leider, aber ihr kennt's, der Job muss erledigt werden und es funktioniert von Saison zu Saison immer besser. Das gehört auch dazu, um ein richtiger Profi zu sein und dementsprechend ja, machen wir das so, 2 Übungen Trizeps, 3 Übungen Brust und Seitheben. Wisst ihr, was mich nervt? Am Sonntag ist Travis Scott im Sphere, in dieser Kugel, in der leuchtenden in Vegas. Also richtig geile Warum gehst du nicht hin? Weil es keine Tickets mehr gibt. Ja Mann, das wäre richtig geil. Kommt alles noch. Das kann ich dann in meinen 40ern machen. Yeah. Yo! My guys here. Listen up. This guy top 5. I said it. Bro, I thought he was huge last Olympia. He's tripled in size. He's really good, man. How about you? I mean, I know I follow your stories and I see you eating a shit ton of food. Yeah, man. It's not too bad. Huh? I mean, now we're making weight, so Yeah. you know how it is the last few days. But How far are you away from only the 3 pounds now. Yeah. So it's not too bad. If we Easy. get the height right. Next year when you guys see him again, he's gonna suffer hard. But hey, Yeah, good to see you, job. bro. All the best. with Amazing this one, job, bro. man. Keep it up. Thank you. Rooting for you, man. Hey, I root for you, bro. Brutaler Classic-Athlet. Also so ein Newcomer, wo ich sag, der und dieser Pole, der Piotr, den ich noch gar nicht gesehen habe, weiß nicht, wo der sich rumtreibt. Das sind so richtig Ausnahmeathleten, wo ich sag, da geht was so. Es sind viele gute Classic-Leute dabei, so, aber das sind wirklich so, die stehen raus, weißt du, die stehen raus. Und ja, auch sehr bodenständig, reißt nicht sein Maul auf, sondern macht seinen Film, gibt Gas und sieht super aus. Und ich mag so harte Arbeiter, weißt du, so. Oder wie hart er jetzt arbeitet, weiß ich nicht, aber so Leute, die abliefern und dann mit Erfolg überzeugen. Genau Leute wie Alisha. Ist geil. Bläst so richtig die Titten auf. Stefan, du hast das Koffeinverbot. Willst du gut tanzen? Warum, wie viel hast du Intus? Ich weiß nicht, dieses Getränk. Ja, den Kaffee von heute Morgen und den Energy. Also habe ich schon andere Dosen bei Stefans Koffein-Take. Und bei Alisha brauchst du gar nicht erst anzufangen. Fuck, Alter. Dann morgen einfach letztes Pumptraining und dann ist gefühlt Olympia wieder rum so. Dann werde ich das nächste Mal erst wieder im Studio sein. Das ist immer für mich so emotional. Vielleicht, oder ich hoffe, man kann das so ein bisschen nachfühlen. Weil das ist dann immer so, du weißt so, ey, ich bin das nächste Mal bin ich erst wieder im Gym, wenn der diesjährige Olympia so vorbei ist. Und sozusagen so die Erholungs-Off-Season anfängt. Ganz viele vermischte Emotionen so dann. Weil du einerseits der Tunnel, in den du da so langsam reinfährst, in der Vorbereitung schon viel vereinnahmt von deinem Leben, du viel opferst, also im positiven Sinne, weil
wenn du den Sport so liebst wie ich, dann ist es jetzt kein negatives Opfer, aber du opferst so, arbeitest dann worauf hin. Es ist so hart und du hast so manchmal die Selbstzweifel und dieses, boah, schaffe ich das? Dann schaffst du es aber und dann musst du aber bewusst auch aus diesem Tunnel wieder rausfahren, um deinen Körper und deinen Geist zu holen. Willst aber am liebsten in diesem Tunnel bleiben. Und das ist so, glaube ich, mit eins der schwierigsten Dinge, die der Sport so mit sich bringt. Das ist schon was anderes. Das macht Spaß. Da macht's Laune, ich mag das dann. Was ist jetzt groß viel anders zu heute Morgen, dass du jetzt so begeistert bist? Ja, ist am Leben. Bitte? Er ist am Leben. Heißt? Ist einfach mehr Leben. Also frischer und Druck ist da und am Leben. In der Früh war das. Also heute nicht so wie gestern. Gestern war es sehr tot. Ja. Und so totes Fleisch. aber heute ist gut. Wir werden morgen sehen, ob es zu gut ist. Aber es ist sehr gut jetzt. Also freut mich super. Aber es ist halt nicht Show Day, sondern. Was heißt zu gut? Ja, voll gut. Schaut einfach brutal aus jetzt. Also nicht leer. Aber was meinst du mit, es darf morgen nicht zu gut sein? Ja, morgen fängt der Spaß ja erst an. Ja, also es muss morgen schon wieder über die Nacht ausflachen, weil das wäre jetzt zu voll zum Draufgehen. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, wir unterschätzen das. Weil. Das war jetzt ein brutales Volumen. Komm mal raus. Ja, aber es ist. Also es wird über Nacht leerer. Mache ich mir jetzt keine Gedanken. Aber ich persönlich glaube, ich sag dir ehrlich, ich fühle mich 30% voll, wenn ich jetzt mit Italien vergleiche. Und Italien war richtig geil. Aber weißt du, wir sind im Endeffekt 3/4 Tage. Ja. /5 Tage. Ja, das verstehe ich. Weißt du, was ich meine? Ja. 5 Tage. Ja. Das ist eine echte Bank, gell? Ja, das ist was ganz anderes. Das ist was Neues. Doing very good. Here it's like easiest it's been in years, bro, right? it never no get pressure. This year is like the best year, like compared to 2021. Same. Like no pressure at all because just go have fun. Fuck that. If I'm last place, if I'm first place, either way it's like okay, but you never know. So. And then after this year, the pressure gonna build up. That's always like this. But it's not a bad thing. But you need to learn to handle it. You know. Yeah, it's part of the game, bro. It's definitely part of it. I'm a seasoned Olympian. So. You are. Bro, yeah. like This the whole fifth stage ride and, with the thing. So yeah, it's easy. Of course, Honestly, another division, but I know okay, bodybuilding takes time, especially the open. So we go. Yeah, but to be honest, for you, bro, it's 10 times less stress. Usually, right now, you're still worrying about what that fucking thing says and trying to make weight and all that shit. Now you just get a tan and get on stage. Create the best look. Yeah, that's what's fun, up, bro. Well, if you need anything, Bubba, I'm 3 minutes from here, so we are also like 5 minutes away. Okay. Yeah, so we're just hanging out today too. So if you need something or anything, let me know. Love you, brother. Love you. Der Plan ist erstmal essen, dann noch 1-2 Folgen schauen und dann nochmal essen und dann noch eine halbe Folge schauen und dann, aber dann gehe ich noch zur Physio und da nehmen wir euch auf jeden Fall auch mit, ist ganz cool, weil die Dame hat es richtig drauf, die kennt sich richtig gut aus mit Bodybuilding und mit den Problemen und die macht da nochmal so Adjustments.
Aber du hast jetzt kein akutes Problem. Nee, kein Problem, aber die stellt nochmal so den Körper ein, dass, wie gesagt, so gerade das Lymphsystem richtig funktioniert, dass so das Wasser rausgeht. Aber das seht ihr alles später auf jeden Fall. Ich glaube, die kann auch noch 1, 2 Worte dazu verlieren. Ist auf jeden Fall cool und ich weiß, da geht es auch wieder ums Vertrauen. So. Ich kann der vertrauen, die macht meinen Körper jetzt nicht kaputt oder tut jetzt irgendwie so den Körper manipulieren, dass es schlechter wird, sondern eher besser, dass die Posen besser eingenommen werden können und dass der Körper einfach gut funktioniert und dann frisch ist für den Wettkampf so. Und das ist auf jeden Fall erstmal der Plan für den Nachmittag. Was am Abend geht, seht ihr dann nach der nächsten Maus. Das sehen wir Seht ihr dann. nach der nächsten Werbung, heißt das? Nee, nach der nächsten Maus. Kennst du es nicht? Sendung mit der Maus? Ja. Ich fand das immer so trash. Ja, aber dann kam eine Maus. Also, und dann, Ja, ich fand die Maus immer so und dann dumm kam bei das nächste Sendung mit der Thema. Maus, weil die Die haben einfach halt, dumm war. früher gab es halt noch keinen Schnitt, weißt du, gab es noch Ja, keine Überleitung. die Maus Die haben war es sich schon- einfach gemacht und haben eine gute Überleitung gemacht. Ja, die Gummibären waren eine coole. Der Gummibärenbande war top. Die Hab ich auch Maus war gefeiert. einfach dumm. Das habe ich auch gefeiert. Wissen macht A fand ich immer gut mit Shari und Ralf. Oder wie heißt es, wo man 1 Minute Zeit hat und dann was kneten musste? Ah, da bin ich nie, war da bin ich übergeil. Art Attack. Art Attack. Art Attack übergeil. bin ich nie mitgekommen. Es war so, und jetzt holt die Schere und jetzt bastelt den Clipper zusammen und baut das. Ja, voll geil. Ja, das hast du nie in der Echtzeit hingekriegt. Ich hab das auch mal gemacht. Ja, du musst wahrscheinlich stoppen. Du hast wahrscheinlich die Sendung aufgenommen und dann immer Stück für Stück für die geistig Beminderten Du weißt, dass ich wie dich. basteln kann. Du kannst echt gut basteln, das stimmt. Das konnte ich tatsächlich nie und kann ich auch nach wie vor nicht. Dein Geburtstagsgeschenk ist auch nicht gut eingepackt. Adventskalender gebastelt. Letztes Jahr? Da wolltest du keinen weiter verpassen. Ja, dieses Jahr gibt es einen geilen Adventskalender. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für euch. Also seid gespannt. Wir haben da auf jeden Fall für jedes Türchen was ganz Besonderes für euch. Aber das Türchen, was jetzt aufgehen muss, ist das der Haustüre, denn es muss gegessen werden. In diesem Sinne. Ich will Hähnchen mit Reis. Ich will Hähnchen mit Reis und nicht so eine Scheiße. Kennt ihr den Clip, Mann? Musst du mal einblenden. Was ist das da für eine Scheiße? Das sind Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ist das Ich brauch Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis! Das gibt's hier. Hähnchen, Spargilze und der Reis für uns. 2 Portionen. Die eine gibt's jetzt und die andere nachher. Und so verläuft auf jeden Fall der heutige Tag. Selbst ist der Mann. Herzlich willkommen bei Tim Melzer in der Küche. Wir haben das Fleisch heute mariniert mit einem wunderbaren Paprika Simple Organic Smoky Salt. Aber Tim, ist das denn auch wirklich gesund? Das ist super gesund, denn Fleisch macht Fleisch. Und Fisch macht. Ja, keine Ahnung, wie so ein japanischer Rockmeister. Natürlich, dank Alices Kochspray bin ich ja erfolgreich in der Open gewesen. Und die Bräuche tun wir hier beibehalten. Deswegen schön ordentlich die Pfanne einfetten. Und dann passt die Sache. Wir sind definitiv gut in der Zeit, kurz vor 4, essen entspannt, fahren so um 4:30 los. Und dann ist der Tag fast schon wieder vorbei. Das ist so krass. Ich freue mich auch auf Donnerstag. Ich wurde zur Pressekonferenz eingeladen. Geil. Das wird auch richtig cool. Ich werde mich auch ein bisschen zurückhalten, sage ich euch ganz ehrlich, weil es ist mein Rookie hier in der Open. Ich habe noch nicht genug gerissen in der offenen, um jetzt da irgendwie Ansagen zu drücken, aber ich hoffe, die anderen machen es. Ich werde auf jeden Fall am Start sein und versuchen da auf jeden Fall auch eine interessante Show zu bieten. Das gehört ja auch schon zum Wettkampfgeschehen dazu. Aber ja, habe dann echt Bock auf Freitag und Samstag dann auch. Und dann auf den Sonntag, den Montag, wo man wieder schön trainieren kann. Und dann geht es wieder ab nach Hause. Aber ich denke schon wieder zu weit. Das essen wir erst mal. Ich stehe schon auf. Was lachst du schon so?
Auf der Couch essen, Alter, das darf ich daheim nicht. Doch. Ja, stimmt, ist auch geil. Ey, jetzt haben wir eine Couch nach 6 Jahren. Lang genug musste ich an meinem treuen Abonnenten wissen's. Lange genug musste ich. Ich weiß, ich habe die Couch rausgeworfen, aber die hat uns weitergebracht im Leben. Und dann kann man sich sowas wieder gönnen. Die Couch ist auf jeden Fall komfortabel. Sexy Schrittfahrer. Muss ich schon sagen. Wäre da was für dich? Du hast ja bald einen Führerschein. 2-Sitzer, ja, ey, Spoiler nicht, ich bin dran, Alter. Bald komme ich vorgefahren und dann gestern noch, nee, wann, nicht gestern, vor 4 Tagen oder so, als wir angekommen sind. Tatsächlich, als wir auch hierher gefahren sind, war da hinten Harley Davidson, da ist die Factory. Da war so ein großes Harley-Treffen, da dachte ich mir auch, Alter, geil, wäre auch fett. Ja, aber Motorrad fährst du nicht. Noch nicht. Nein, du fährst kein Motorrad mehr, das ist zu gefährlich. Digga, wenn ich mit Du musst uns erhalten bleiben, Punkt aus. Ich fahre jetzt keine irgendwie Streetbike, sondern ich fahre eine entspannte Roadglide oder eine Fatboy, so ist schon zum Cruisen auf entspannt. Aber ey, kommt Zeit, kommt Rat. Wir waren schon mal hier auf dieser Reise, aber wir waren alle komplett im Eimer vom Flug und so. Und da hatte ich dann eine Runde Infrarotsauna gemacht und so, um einfach vom Flug und von den Viren, Bakterien zu befreien. Aber gleichzeitig ist es auch die Recovery Lounge von, ich würde schon sagen, meiner guten Freundin Karen. Die ist wirklich eine Top-Therapeutin. Die hat auch richtig Plan vom Bodybuilding, hat selber Wettkämpfe gemacht. Und ja, der vertraue ich, wie gesagt, auch vor einem Wettkampf, kurz vor einem Wettkampf an mich zu behandeln, weil in der Vergangenheit haben wir da schon Behandlungen mitgemacht, wo ich innerlich so gestresst war, dass es alles auf jeden Fall mehr schlecht als recht war. Aber ich weiß jetzt, ich kann hier mit dem Gefühl reingehen und die wird mich auf jeden Fall nochmal ein paar Prozent besser machen. Dementsprechend passt es gut rein, weil heute Abend wird noch Farbe gemacht und ja, mit Farbe und Öl so jetzt behandeln lassen ist dann nicht mehr. Deswegen machen wir jetzt nochmal eine schöne, ausgiebige Behandlung. Ich stelle mich nochmal unter die Infrarotstrahler. Ihr kriegt auf jeden Fall einen kleinen Einblick und dann kann ich da auch ein bisschen runterfahren. Ich habe vorher im Auto zu Marco schon gesagt, ich bin gut im Arsch so, aber so muss sein, wie gesagt, schön nochmal leer gemacht, die Kiste heute, bevor es dann morgen losgeht. Aber ich freue mich jetzt drauf und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Hey, how you doing? Good, how are you? Not time for the real recovery. Yeah. That's the MVP here in the house. I try. Yeah. Takes one to know one. I mean, we met 2021, I guess, for my first Olympia. Yeah, no, I met you before that. Before did the Boston the Pro Boston, Show. You were yeah. mine. You were scared to see me. I was and there in town. You're like, I never thought my body could move this good. Yeah, you are not just a therapist, you are like also a competitor. You understand the body mechanics, the posing, like everything. What's the point of being the biggest and the best physique on stage if you can't display it properly? So we have dysfunctions in our body that make us not be able to open up our lat, not to be able to do our turns, not be able to open up our pec to do our side tricep, that is making our abs whitewash because of a pelvic tilt. So I really like to dissect into every single pose that every competitor has, teach you not only corrective exercises, but also teach you stretches and some mobility stuff as well, because you want to be able to present the best package you work the whole year off for. So anytime you're in town in Las Vegas, I mean, not only the ebook is linked down below, also your Instagram page, make sure you get an appointment, because you showed me the calendar 4 days ago and it was like full as fuck. 10 people, no break tomorrow. She's working like around the clock. Yeah, we need more therapists like you, that's for sure. That's what I'm always telling you. So, and FIBO, you're definitely gonna have a lot of people, they wanna... I'm ready to train some people. Oh shit, that's next level. I'm already next level. My brain's on fire. And I mean, this place is heaven, because, you know, I like got my own gym now with like a little, and you inspired me with the recovery area, because that's how I was in my like
dreams how I would set it up. Maybe we're gonna get it in the future, but we have like infrared lights over here. We got the infrared sauna. We got stuff I don't even know. Like, this one's a new one. It does way more. This shit is scary. It's crazy. Her hand's gonna. You guys gonna see it. Yeah. We use it. Yes, just like that. Just like a little joystick. By the powers invested in me. Yeah. Oh shit. Whoa. That's level 1. It goes up to 100. No one's past 6. Yeah. So it's going to do bicep curls. Yep. So this is actually getting circulation and blood flow. And what the PEMF does, it's kind of like it's electromagnetic frequency. So what it's doing is it's increasing the circulation, decreasing inflammation, recharging any type of nerve damage that might be there. It's putting fluid in your joints as well. It's amazing. See, arms are going to feel so much lighter after. You need to bring this backstage for pumping up. I know. Well, I had a girl in here that she's doing physique, and her left bicep doesn't flex as hard. So I did this to her. But I had a guy with nerve damage. He got his vertebrae taken out. His whole arm dystrophy. There's a hole right here. I got his arm able to be able to move better and feel not as bad. And now we're gonna do straight all the way up, all the way up. Good. You're a big boy. You can handle a little more. You're like ah. Yeah, it tingles like. Yeah. So you're feeling the current. I had a lady with arthritis. Her hand was closed. I got it to open up like this in like 10 minutes. It's crazy. I had a guy, his bicep tore off. He just got a surgery. 4 weeks out, his doctor said 16 weeks from to have full range of motion. So I'm 3 times in 1 week, full range of motion. For his work, he needed his arm, so he couldn't. So crazy how the body is like. You're like, whoa. Like, I did my workout for the day at Keegan's. Good, now do front. That's one. Good, ready? Put it down, let's see. Just my hands alone, it's like... You're like, oh! Yeah. You're like, I'm ready for UFC! Yeah. Dana! Yeah, exactly. Wow. That's so weird. Put it all the way up. I don't know how to describe it to the people because it looks so weird, but it's crazy. Like my arms feel like back in the classic days when I had no arms. You're weightless. Yeah, they're weightless. And my hands feel very nice, like they've been lubricated. Smooth, yeah. So what it also does is it puts fluid back into your joints. So especially when you're this depleted, or putting fluid back into your joints but taking the fluid out of your muscles from the inflammation, but still allowing you to be able to have that nice fluidity and feel light. You know, when people go pose on stage and they're holding it and they're cramping, you know? Yeah, inflammation is I'm like, that's the person that didn't see me. Yeah. That's like what's so important to bring the inflammation down. That's why I go to Karen and like do the therapy, because you have other therapists, they go way too hard, like, and try to kill you, and that's 4 days before the show, and it creates more inflammation, and she just knows, like, what's going on. I've been there, I've done that, and I've been injured, yep. Yeah, you're way off, look at that. We're gonna get him some more mobility here. So this is the pulsed electromagnetic frequency. And so what we're doing is we're decreasing inflammation and increasing the circulation. And so his legs are pretty dead, but once it starts to move, that means he's picking up the positive charge. See there, it's going a little bit more. Oh yeah, and that's exactly where I feel the tightness. See your here, now it's moving more. So the more that his leg moves, the more that he's picking up the positive charge. There we go. Now we're going. And while I'm up here, I do a little bit on the lymphatic system, so that lymph nodes, that we actually help that to recharge, so we can help him with his drainage. Everything makes so much sense what you're doing.
See, now it's moving. See how much more activity we have? There we go. Move that leg around, see how it feels. Yeah, it's just the right one is like a brick, and this one feels so good and ready to flex, you know. Good job. That's just number one. Good job. Oh ja. Geh in die Matrix, Junge. Neo. Jetzt wird gebrütet wie ein Küken. Ja, herrlich. Klassisch geht's weiter. Und zwar auf, ist das richtige Stichwort hier. Alice, die wahrscheinlich gerade im Bild hoffentlich nicht zu sehen ist, sonst wird das FSK-Content, schreitet wieder, liebe Grüße an Opa zu Hause, wie bitte? Geht ihrem Handwerk nach und die erste Farbschicht wird aufgetragen. Vorhin meinte ich schon, es wäre cool, wenn es Geruchs-YouTube gibt, aber das riecht immer so gleich, Mann. Du fühlst es auch schon, gell? Ja. Wenn du den Geruch in der Nase hast, dann weißt du, jetzt geht's bald los, Wettkampf steht vor der Tür. Andere lassen sich von einem Tanning-Service bemalen oder halt besprühen, was wir in der Vergangenheit auch gemacht haben, in den anderen Vorbereitungen und ja, hatten gemischte Erfahrungen damit. Manchmal sah es gut aus, oft war es dann wirklich nicht cool und Farbe kann schon entscheidend sein. Jetzt weiß ich auch, dass ich auf der Mainstage stehe, beide Tage, und die ist ziemlich hell ausgeleuchtet. Dementsprechend können wir mit der Farbe ruhig ein bisschen dunkler, kräftiger reingehen, weil das Licht ist auch vielleicht ganz interessant für alle, die, wie gesagt, neu auf dem Kanal sind oder den Sport neu verfolgen. Wir machen das ja nicht aus irgendeinem Grund, weil wir denken, das ist cool, sondern wenn das Licht, dieses künstliche Licht von der Bühne extrem auf den Athleten drauf scheint und der in dem Fall wie ich kreideweiß ist, dann kommen die Muskeln nicht so zur Geltung und mit dem Öl und dem Finish, was man dann macht, poppt die Muskulatur sozusagen mehr. Und es sieht einfach dann normal aus auf der Bühne. Wenn ihr mich davor oder danach seht, denkst du, was ist denn das für ein verschmierter Hund? Also es sieht dann echt kacke aus oder zu dunkel. Aber mit diesem Effekt auf der Bühne kommt es halt wirklich nice rüber. Alice hat auf jeden Fall die Formel gefunden. Da ist sie jetzt, by the way. Da ist sie aufgetaucht. Was ich nicht vermisse, ist diese kalte Farbe. Aber ich will keine Pussy sein, Schatz, ich weiß. Stell dich nicht so an. Aber somit leiten wir auf jeden Fall den Abend aus. Es ist der letzte Tag gewesen, der letzte Diättag sozusagen. Ja, ich weiß. Alices harte Hand. Ja, guck mal, Markus, kannst du mal umdrehen, wie schön ich alles eingeordnet habe. Tatsächlich? Ganz Sekunden. Ja, das reicht auch noch für... Sieht aus wie so ein Tanning-Service. Ich wollte gerade sagen, es reicht noch an Farbe, da können wir dich auch noch anschmieren. Hey, die Amateure starten, glaube ich, am Donnerstag. Stell dich einfach mal drauf und tret den in den Arsch. Wie geil wäre das eigentlich? Ja. Mann, ich schmier dir das heute Nacht mal auf den Bauch. Mach halt mal. Ich kann wieso die immer so anschauen. Ja, stimmt, ich habe mir den Scheiß selber ausgesucht, hat so recht. Wie der morgige Tag weitergeht, seht ihr im nächsten Video. An diesem Tag gibt es nicht mehr zu berichten. Es gab auf jeden Fall wieder 100% Bodybuilding von mir oder von uns, für euch besser gesagt. Und wir verabschieden uns. Alice, noch irgendwelche letzten Worte? Also mein Handgelenk ist jetzt schon tot. Du kriegst wieder eine Handgelenksmassage. Danke. In diesem Sinne, gute Nacht aus Vegas und bis morgen. Wenn es wieder heißt, welcome. Keine Ahnung, Alter. Das ist schon bedient.